Wasser ist die Quelle des Lebens. Dieses Wasser ist einem großen Kreislauf, welcher alles Wasser auf der Welt verbindet, entnommen worden. Und auch wir Menschen, die das Wasser trinken, sind von diesem Kreislauf, dem maritimen Ökosystem, abhängig. Doch gerade dieses System wird von uns seit Jahrzehnten zerstört und ausgebeutet. Im Frühjahr 2010 schaute die Welt auf den Golf von Mexiko, wo im April die Ölbohrplattform Deepwater Horizon gesunken war und über Monate täglich über 800.000 Liter Öl in den Golf von Mexiko ausströmten. 800.000 Liter, das sind etwa 5.000 solcher Ölfässer hier. Für einige Zeit war damals die anhaltende Zerstörung, der wir Menschen das maritime Ökosystem aussetzen, Diskussionsthema. Denn am Ende dieser Katastrophe war der Golf von Mexiko komplett mit Öl verseucht und er wird über 100 Jahre brauchen, um sich von dieser Katastrophe wieder zu erholen. Die gesamte Ölmenge, die damals allerdings in den Golf von Mexiko austrat, ist nur ein kleiner Teil, verglichen mit der Menge, die ohnehin schon jährlich durch andere vom Menschen verursachte Quellen an Öl in das Meer gelangt. Dabei sind solche Unglücke wie der Untergang einer Ölbohrplattform oder auch Tankerhavarien gerade einmal für 5% der Gesamtmenge verantwortlich. Der weitaus größere Teil gelangt zum Beispiel von Autos in das Grundwasser und dann durch den Wasserkreislauf am Ende in das Meer. Schuld an dieser Verschmutzung des maritimen Ökosystems ist also der Mensch und vor allem der Mensch in den Industrienationen, also jeder von uns. Abgesehen von der Bedeutung von sauberem Wasser für das gesamte Leben auf der Welt ist insbesondere der Mensch vom Meer wirtschaftlich, sozial und existenziell abhängig. Ein Großteil der Menschen wohnt direkt am Meer. In den Industrienationen liegt der Grund dafür hauptsächlich in persönlichen Vorlieben, während man in den Entwicklungs- und Schwellenländern oft nur am Meer Nahrung und Arbeit findet. Allein für Süd- und Ostasien gilt Fisch als Haupteiweißquelle für über 1 Milliarde Menschen. Eine weitere halbe Milliarde Menschen in dieser Region sichert mit Fisch ihre wirtschaftliche Existenz, weil sie vom Fischfang und Verkauf dieser Produkte leben. Ein Drittel der Weltbevölkerung deckt über 40% ihres Proteinbedarfs mit Fisch. Das alles zeigt die Wichtigkeit und die Abhängigkeit der Menschheit vom maritimen Ökosystem. Diese Situation kann aber nicht mehr lange so weitergehen, weil bereits heute über 50% aller maritimen Ressourcen komplett ausgebeutet und weitere 25% bereits bis an ihre Grenzen befischt werden. Man teilt die Welt in verschiedene Fischerei-Fangzonen ein. Von den 8 ertragreichsten dieser Fischfangzonen sind bereits heute 5 dermaßen überfischt, dass man nicht mehr von einer nennenswerten Ausbeute sprechen kann. 2 weitere der ehemals 8 ertragreichsten Fanggebiete werden voraussichtlich in den nächsten 10 Jahren ebenfalls leer gefischt sein. Heute wird lediglich der Südpazifik vor Chile noch nicht von den großen Fischfangflotten der Industrienationen dominiert. Und diese wiederum sind alleine für die aktuelle Situation verantwortlich. Sie holen einfach viel mehr Fisch aus dem empfindlichen maritimen Ökosystem raus, als das System vertragen kann. Während die Größe der Fangflotten der Industrienationen in den letzten 15 Jahren um 50% angewachsen ist, ist der Gesamtertrag bei 80 Millionen Tonnen Fisch im Jahr stehen geblieben. Die Menge an Fisch ist im Meer einfach nicht mehr vorhanden, um den Ertrag noch weiter zu steigern. Es sind also vor allem die Industrienationen, die die Möglichkeit und auch die Verantwortung haben,
etwas an dieser Situation zu ändern. Dazu sollten wir aufhören, zumindest die stark vom Aussterben bedrohten Fischarten zu verzehren. Eine Liste mit Beispielen solcher stark vom Aussterben bedrohten Fischarten sehen Sie hier. Der Thunfisch wird aus dem Mittelmeer wahrscheinlich in 5 Jahren komplett verschwunden sein. Zwar hat die EU gerade erst die Fangrestriktionen für den Thunfisch im Mittelmeer erneuert und auch verschärft, allerdings beklagen Umweltschutzorganisationen wie der WWF oder Greenpeace, dass eigentlich ein totales Fangverbot für den Thunfisch im Mittelmeer verhängt werden müsste, wenn sich der Bestand noch einmal erholen können soll. Zum Glück müssen wir gar nicht komplett auf den Verzehr von Fisch verzichten. Es gibt derzeit durchaus noch einige Fischarten, welche einen gesunden Bestand aufweisen. Ein Beispiel dafür zeigt diese Liste. Der Karpfen ist durchaus eine bessere Alternative als Speisefisch als etwa Kabeljau oder Shrimps. Um den totalen Kollaps des maritimen Ökosystems zu verhindern, ist ein Umdenken gerade in den Industrienationen vonnöten. Das bedeutet nicht nur, dass wir anfangen, weniger und nachhaltiger zu fischen, sondern auch, dass wir die Verschmutzung der Meere reduzieren. Denn durch diesen Wasserkreislauf und den Zusammenhang der Teilökosysteme, zum Beispiel durch Strömungen oder Planktonwanderungen, beeinflusst zum Beispiel die Verschmutzung der Nordsee direkt auch die weit entfernten Mangrovenwälder Mittelamerikas, welche wiederum für die Fischpopulation auf der Welt von entscheidender Bedeutung sind. Es ist noch nicht zu spät. Noch können wir den totalen Kollaps des maritimen Ökosystems verhindern. Ich hoffe, dass jeder von uns anfängt, einen kleinen Beitrag für den Schutz dieses empfindlichen und wichtigen Systems zu leisten. Und mit diesem Plädoyer sage ich Tschüss und bedanke mich fürs Zusehen.